Ausrüstung der Sicherheitskräfte der deutschsprachigen SCP Foundation. Dies ist eine Liste mit einigen Ausrüstungsgegenständen der Sicherheitskräfte der Foundation in Deutschland. Anders als bei der Mutter Foundation in den USA, ist der Anblick bewaffneter Zivilisten und Sicherheitsdienste sowie des Militärs und Spezialeinheiten der Polizei im deutschsprachigen Raum sehr ungewöhnlich und würde für großes Aufsehen, mediales Interesse und gar, insbesondere bei bewaffneten Zivilisten, das Einschalten der staatlichen Behörden nach sich ziehen. Daher wird für Wachleute und Reaktionskräfte, die außerhalb der Standorte oder in deren Außenbereichen bei der Auswahl der Waffen, persönlicher Ausrüstung, Fahrzeuge und des Äußeren der Sicherheitsleute großer Wert auf Tarnung gelegt. Je nach Tarnung des Standorts treten sie als Polizei, Militär oder privater Sicherheitsdienst auf. Grundsätzlich erfolgt die Auswahl an Waffen und Ausrüstung neben dem Kriterium der Tarnung nach dem Kriterium der Wirksamkeit. So wird bevorzugt panzerbrechende, durchschlagskräftige Munition verwendet. Mitunter wird aber zugunsten von Munitionsvorrat, Präzision oder Kadenz auf größere Kaliber verzichtet. Oftmals werden Änderungen der Bewaffnung der abgebildeten Behörden umgehend übernommen. Anhang: Für die Ausrüstung der deutschsprachigen SCP Foundation zu reden verlangt sehr viel Zeit und Geduld. Dementsprechend wird es ein dreiteiliges Video. Der erste Teil kommt jetzt gleich. Der zweite und dritte Teil dementsprechend nächste und/oder übernächste Woche. Beim ersten Teil geht es um die Handwaffen der Foundation, im zweiten geht es um die Fahrzeuge und im dritten Teil um die Fluggeräte. Der 3 Teile sind aber extra noch in verschiedenen Segmente aufgeteilt. Zum Beispiel bei Handwaffen sind es einmal Pistolen, Gewehre, Raketenwerfer und Exoten. Alle Quellen und weitere Informationen zu den Sachen, die erwähnt werden, sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Handwaffen. Übersicht. Zusätzlich zu diesen kann jedes Mitglied der Foundation beantragen, eine bestimmte Waffe tragen zu dürfen. Für Mitarbeiter, die nicht der Sicherheitsabteilung oder einem MTF angehören, ist das Führen einer Waffe genehmigungspflichtig. Für alle Waffen stehen verschiedene Anbauteile zur Verfügung. Zum Beispiel Taschenlampen, Laserpointer, Zweibeine, Zusatzgriffe, große Trommelmagazine und diverse Zieloptiken. Die Voraussetzungen für den Einsatz sind, dass sie entweder dem Behördenstandard entsprechen, dem Laien nicht auffallen oder im Normalfall nicht für Außenstehende zu sehen sind, sofern diese nicht ohnehin amnesiert werden. Pistolen. Die meisten Sicherheitsleute tragen Pistolen oder Maschinenpistolen als Grundbewaffnung und gegebenenfalls als Sekundärwaffen in Kombination mit schwereren Waffen oder der MP5, da diese nicht in einen Holster passt. Die MP7 ist aufgrund ihrer Kompaktheit und hohen Durchschlagskraft die Standardwaffe des Wachpersonals der Foundation. Einheiten, die als Polizei getarnt werden, stellen üblicherweise Bundespolizei, BKA oder den Zoll dar und nutzen deren Standardwaffe, die P30, gegebenenfalls in Kombination mit anderen Waffen. Die teils abweichenden Waffen der Landespolizeien sind zwar verfügbar, aber keine Standardausrüstung. Die erste Pistole ist die P12. Sie benutzt den Kaliber 45 ACP. Sie ist eine Standardpistole der Foundation in Deutschland, ähnelt äußerlich sehr der P8, der Standardwaffe der Bundeswehr. P80. Die P80 benutzt den Kaliber 9x19 mm. Sie ist eine Standardpistole der Foundation in Österreich. Sie wird in der Bundesheer, österreichischen Polizei und bei der Schweizer Armee genutzt. Pistole 75. Die Pistole 75 ist die Standardpistole der Foundation in der Schweiz mit dem Kaliber 45 ACP. Sie wird immer noch bei der Schweizer Armee und der Schweizer Polizei genutzt. P30. Die P30 benutzt den Kaliber 40 S&W. Die wird als Standardwaffe der Polizeibehörden des Bundes und einiger Landespolizeien genutzt. MP7. Die MP7 ist eine kompakte Maschinenpistole mit einem Kaliber von 4,6 x 30 mm. Sie wird als Standardwaffe bei der Foundation in Deutschland genutzt. Genutzt wird sie aber noch bei der Bundeswehr, deutschen Polizei und bei der österreichischen Polizei. P5. Die MP5 benutzt ein Kaliber von 9x19 mm. Als ehemalige Standardwaffe der Foundation wir sie jetzt nur noch selten im Einsatz. Sie wird aber trotzdem bei der Bundeswehr, deutschen Polizei, österreichische Polizei, Schweizer Polizei und bei der Schweizer Armee genutzt. MP9. Die MP9 ist eine Standardmaschinenpistole der Foundation in der Schweiz mit panzerbrechender Wuchtmunition. Mit dem Kaliber 6,5 x 25 mm CBJ wird sie in der Schweizer Armee und Schweizer Polizei genutzt. MP88. Die MP88 hat ein Kaliber von 9x19 mm je nach Variante des Steyr AUG in 9 mm.
Genutzt wird sie nur bei der österreichischen Polizei. Taser. Der Taser ist eine Elektroschockpistole von verschiedenen Herstellern und Produkte. Als Standardausrüstung für äußeres Standortwachpersonal wird sie genutzt, aber auch bei der österreichischen und deutschen Polizei gebraucht. MZP-1. Die MZP-1 benutzt 40 mm Granaten. Sie ist eine Granatpistole, wird anders als bei der Polizei neben Reizgasgranaten auch mit für militärische Granaten, siehe AG-36, eingesetzt. Benutzt wird sie auch bei der deutschen Polizei und bei der österreichischen Polizei. Gewehre. Sturm-, Scharfschützen- und Maschinengewehre werden üblicherweise nur bei Außeneinsätzen verwendet. Sie alle sind für den Einsatz in Außenbereichen vorgesehen. Aufgrund der Größe und der Gefahr durch Querschläger werden in Innenräumen nach Möglichkeit keine Gewehre eingesetzt. Kurz- und Kompaktversionen mit querschlägerreduzierter Munition sind jedoch auch für Innenräume, insbesondere weitläufige Innenräume wie Bunkeranlagen, geeignet. G36. Die G36 ist ein Standardgewehr in Deutschland. Selten auch in den Varianten G36K und G36C. Mit dem Kaliber 5,56 x 45 mm wird sie bei der Bundeswehr und teilweise auch bei der deutschen Polizei genutzt. StG-77. Die StG-77 ist eine österreichische Waffe, die als Standardgewehr in Österreich genutzt wird. Mit dem Kaliber 5,56 x 45 mm wird sie auch bei der Bundeswehr eingesetzt. StGW-90. Die StGW-90 ist ein Standardgewehr in der Schweiz. Mit dem Kaliber 5,6 x 45 mm wird sie nur bei der Schweizer Armee eingesetzt. AG-36. Die AG-36 wird zur Verwendung mit G36, StG-77 oder einzeln eingesetzt. Neben der Standardmunition ist auch das HUNTIR-Aufklärungsprojektil verfügbar. Sie benutzt 40 mm Granaten und wird damit bei der Bundeswehr und bei der Bundeswehr eingesetzt. GDEL 5040. Die GDEL 5040 wird zur Verwendung mit dem StGW-90 genutzt. Sie benutzt 40 mm Granaten und wird nur bei der Schweizer Armee eingesetzt. G27. Die G27 ist ein großkalibriges Sturmgewehr, wird auch statt dem G28 als DMR eingesetzt. Mit dem Kaliber 7,62 x 51 mm wird sie auch bei der Bundeswehr eingesetzt. G22. Die G22 ist ein Standard-Scharfschützengewehr in Deutschland, wird aber vom G29 abgelöst. Sie benutzt den Kaliber 7,62 x 67 mm und wird damit nur bei der Bundeswehr eingesetzt. SSG-69. Die SSG-69 ist ein Standard-Scharfschützengewehr in Österreich. Mit dem Kaliber 7,62 x 51 mm wird sie bei der Bundeswehr und der österreichischen Polizei eingesetzt. SSGW-04. Die SSGW-04 ist ein Standard-Scharfschützengewehr in der Schweiz. Im Kaliber 8,6 x 70 mm wird sie nur bei der Schweizer Armee eingesetzt. G29. Die G29 wird im Zulauf befindlicher Ersatz für G22 eingesetzt. Sie verwenden den Kaliber 8,6 x 70 mm und wird nur bei der Bundeswehr eingesetzt. PGW-04. Der PGW-04 ist ein Hochleistungsscharfschützengewehr mit einem Kaliber von 12,7 x 99 mm. Sie wird derzeit bei der Schweizer Armee und bei der österreichischen Polizei eingesetzt. MG74. Die MG74 ist ein Standardmaschinengewehr in Österreich mit dem Kaliber 7,62 x 51 mm. MG4. Die MG4 war ein Standardmaschinengewehr in Deutschland mit dem Kaliber 5,56 x 45 mm. MG5. Die MG5 ist eine MG mit größerem Kaliber, meist auf Lafette von Fahrzeugen oder Stellungen aus eingesetzt. Mit einem Kaliber 7,62 x 51 mm wird sie nur bei der Bundeswehr eingesetzt. LMG05. Die LMG05 ist ein Standardmaschinengewehr in der Schweiz mit dem Kaliber 5,6 mm GW-PET 90. Remington 870. Die Remington 870 ist eine Schrotflinte für den Einsatz in Gebäuden. Auf kurze Distanz und zum Öffnen von Türen wird sie oft genutzt. Mit dem Kaliber 12 wird sie in allen 3 Armeen eingesetzt. Raketenwerfer. Raketenwerfer gehören nicht zur Standardausrüstung, werden jedoch auf den meisten Transportfahrzeugen für den Ernstfall mitgenommen. Sie werden vorrangig in ihrem eigentlichen Zweck, dem Einsatz gegen Fahr- und Flugzeuge feindlicher Interessengruppen, eingesetzt und nur äußerst selten gegen anomale Objekte und Entitäten. Einzig der RGW-90 oder dessen auf 60 mm, das Kaliber des Rohrs der Panzerfaust 3, verkleinerte Munition,
wird vermehrt auch gegen widerstandsfähige Anomalien oder deren Verstecke eingesetzt. RGW-90. Der RGW-90 ist ein Mehrzweckraketenwerfer gegen mittlere und leicht gepanzerte Ziele, Feinde in Deckung, Gebäude und zum Sprengen von mannsgroßen Löchern in Mauerwerk. Er erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mit einem 90 mm Raketenvisir nur bei der Bundeswehr eingesetzt, Panzerfaust 3. Bei der Panzerfaust 3 gibt es zwei Arten von Kaliber. Einmal 110 mm und 60 mm. Er wird zur Abwehr von Panzerfahrzeugen und Kampfpanzern eingesetzt und selten auch als RGW 60 mit Munitionsvarianten des RGW im Kaliber 60 mm. Sie wird auch in der Bundeswehr und bei der Schweizer Armee eingesetzt. PAL 2000. Der PAL 2000 ist ein Lenkraketenwerfer zur Abwehr von Panzerfahrzeugen und widerstandsfähigen Anomalien. Sie verwendet ein Kaliber von 150 mm und wird daher bei der Bundeswehr eingesetzt. M47 Dragon. Die M47 Dragon ist ein Lenkraketenwerfer zur Abwehr von Panzerfahrzeugen und widerstandsfähigen Anomalien. Sie verwendet ein Kaliber von 140 mm und wird daher bei der Schweizer Armee eingesetzt. Fliegerfaust 2. Die Fliegerfaust 2 wird zur Abwehr von Flugzeugen und Hubschraubern eingesetzt. Mit einem Kaliber von 70 mm wird sie bei der Bundeswehr eingesetzt. Exoten. Diese Waffen gehören zwar zum Standardrepertoire der Foundation, werden aber nur in Sonderfällen eingesetzt. Das G11 zum Beispiel liegt zwar in Massen auf Lager, ist aber sehr auffällig und Ersatzteile und Munition werden nicht mehr hergestellt und müssten nach Aufbrauchen des Lagerbestands von der Foundation mit großem Aufwand produziert werden. G11. Die G11 ist ein Gewehr für hülsenlose Munition. Sehr selten eingesetzt. Als das G11 das G3 der Bundeswehr ablösen sollte, wurden für die Foundation paar tausend G11 beschafft. Als die Bundeswehr sich anders entschied, wurden sie eingelagert. Sie benutzt den Kaliber 4,73 x 33 mm. G25. Die G25 ist ein Scharfschützengewehr, das in dazugehörigem Koffer mit Schalldämpfer, Zielfernrohr und Zubehör verdeckt transportiert werden kann. Mit einem Kaliber von 7,62 x 51 mm wird sie in der Bundeswehr eingesetzt. HKXM25. Die HKXM25 ist ein halbautomatischer Granatwerfer. Neben der handelsüblichen Airburst-Munition produziert die Foundation eine Vielzahl anderer Granaten wie panzerbrechende Granaten, Hohlladungsgranaten, Brandgranaten, Wuchtgeschosse, Gyrojet-Varianten und dergleichen. Relativ schwer, daher selten eingesetzt. Trommelmagazin, die Standardwaffe zum Einsatz mit dem taktischen Servokampfanzug SCP-150DE. Sie verwendet den Kaliber 24 x 40 mm. Flammenwerfer FLW-70. Der Flammenwerfer FLW-70 wird von der Foundation in Deutschland hergestellt und kann mit gasförmigen, flüssigen und pastösen Brennstoffen betrieben werden. Durch verschiedene Griffstücke und Gehäuse in Pistolen- und Gewehrform und als Sekundärwaffe für Servokampfanzüge verfügbar. Laserprojektor Serie LPX. Die Laserprojektoren der Serie LPX sind im Grunde waffenfähige Laserstrahler und eine Eigenentwicklung der Foundation. Durch verschieden kombinierbare Linsen, Resonatoren, Energiespeicher, Griffstücke und Anbauteile kann die Waffe an jede Situation angepasst werden. Die Standardvariante hat die Form einer großen Maschinenpistole mit Ausziehschaft. Aufgrund der fehlenden Zielballistik eignet sie sich nur bedingt gegen organische Ziele. Auch als Unterlaufwaffe an Sturmgewehren, lafettierte Fahrzeugbewaffnung und Sekundärwaffe für Servokampfanzüge. RTI Hammer P1. Der RTI Hammer P1 ist ein anomales Waffensystem von Raptor Tech Industries, ursprünglich von der Foundation bestellt, bis auf weiteres jedoch als SCP klassifiziert.